Willkommen beim Meilencoach und ein glückliches, gesundes neues Jahr. In der bereits 20. Auflage meiner Meilen- und Punkte-News habe ich für uns Meilenjäger wieder ein paar spannende Deals ausgegraben. Das neue Jahr 2025 verspricht interessant zu werden. Das Miles & More Management hat höhere Verfügbarkeiten und mehr Kundenfokus versprochen. Das habe ich aus erster Hand vom Miles & More Top Management in Kapstadt erfahren. Mal sehen, ob sie bereits im Januar Wort halten. Wie gewohnt zeige ich euch die besten Deals zum schnellen Füllen eures Meilenkontos. Dabei beleuchte ich nicht nur Angebote von Miles & More, sondern auch Kreditkarten und Payback. Anschließend erfahrt ihr auch tolle Schnäppchen für Prämientickets, die ihren Namen auch wirklich verdienen. Nur bei mir bekommt ihr einen Überblick über Verfügbarkeiten und Gegenwert eurer kostbaren Meilen. Für alle A380-Fans habe ich ein gutes Prämienticket gefunden mit einem hervorragenden Gegenwert. Also bleibt dran und seht euch das bis zum Ende an. Steigen wir ein und viel Spaß! Hotelübernachtungen sind häufig ein Garant für viele Meilen. Ganz spannend finde ich diesen Monat die Angebote von Hotels und Cars. Hier werden bis zu 18.000 Meilen pro Nacht ausgelobt. Das ist eine Menge, trifft aber natürlich nur auf sehr teure Hotels zu. Bei Probebuchen konnte ich auf bezahlbare Hotels 8 bis 12,5-fache Meilen erzielen. Das ist durchaus lohnenswert. Gerade mit der Variante Maximieren Sie Meilen kann man für einen Aufpreis den Multiplikator deutlich erhöhen. Payback. Trotz vieler Unkenrufe ist der Transferbonus von Payback zu Miles & More wieder da. Immerhin gibt es wieder 20% mehr Meilen, wenn man mindestens 4.000 Payback-Punkte zu Miles & More überträgt. So werden aus 4.000 Punkten 4.800 Meilen. Nicht schlecht. Was aber tun, wenn man im Moment nicht über 4.000 Punkte verfügt? Zum Glück gibt es im Januar eine Menge Coupons, mit denen man die Basispunkte um ein Vielfaches erhöhen kann. Dafür muss man zunächst den entsprechenden Coupon aktivieren und dann beim Shoppen seine Payback-Kartennummer hinterlegen. Spannende Coupons gibt es bei Zeitschriften, Edeka als neuer Payback-Kunde lobt einmalig 15-fache Punkte aus beim ersten Einkauf und viele Sonderprämien. Auch die Comdirect Bank hat viele Punkte im Angebot für neue Kunden. Auch andere Anbieter bei Tankstellen, beim Shopping, bei Versicherungen und ihren Vergleichsportalen kann man kräftig punkten, wie auch bei Gutscheinkäufen. Da sollte für jeden was dabei sein. Aber Achtung, viele Coupons haben ein kurzfristiges Verfallsdatum. Sehen wir uns an, was die Kartenwelt zu bieten hat. Zeigt sich die Miles & More Credit Gold Card mit gerade mal 4.000 Meilen Willkommensbonus sehr zugeknöpft, bietet American Express neuen Platinumskunden immerhin 55.000 Membership Rewards Punkte an, die man zu vielen Airlines transferieren kann. Das kann schon mal einen Business-Class-Flug mit einer renommierten Airline bedeuten. Allerdings muss man in den ersten 6 Monaten mindestens 13.000 Euro mit der Karte umsetzen. Das ist schon eine Hürde. Monatliche Kosten belaufen sich dann auf stolze 60 Euro. Alternativ kann man sich die goldene Amex holen. Da gibt es immerhin 30.000 Membership Rewards Punkte und die Umsatzhürde ist deutlich niedriger. 6.000 Euro in 6 Monaten. Deutlich machbarer. Die monatlichen Kosten liegen mit 12 Euro auch deutlich niedriger. Allerdings gibt es auch viel weniger Zusatzleistungen. Als erstes sehen wir uns einmal die Optionen für Langstreckenflüge in Premium-Kabinen ab Deutschland an. Was einem sofort ins Auge sticht: Miles & More hat diesen Monat ausschließlich Swiss-Flüge ab Deutschland im Angebot. Wieso das? Dafür muss man ab Deutschland erst einmal in die Schweiz. Warum gibt es keine Lufthansa-Flüge? Das lässt Schlechtes für die Verfügbarkeiten erahnen. Starten wir mal mit Washington, da dort das Wetter schon recht gut sein kann und dieses Ziel nicht so häufig als Schnäppchen zur Verfügung steht. Zum Glück habe ich mich getäuscht. Selbst ab München finde ich gleich am 15.04. einen Hinflug nach Washington für 27.500 Meilen und am 22.04. oder auch an einem anderen Tag für den gleichen Meilenbetrag zurück. Insgesamt fallen 55.000 Meilen und 1.040 Euro an Gebühren an. Ist das ein guter Deal? Ja, absolut. Durch das Prämienticket spart man sich 1.790 Euro und erzielt für seine 55.000 Meilen einen hervorragenden Gegenwert von 32,6 Euro je 1.000 Meilen bzw. 3,3 Cent je Meile. Will man aber im Mai mit Swiss nach Washington fliegen, werden die vollen 112.000 Meilen in der Business Class verlangt, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind. Das mag einer verstehen. Als nächstes Ziel habe ich für euch die kanadische Großstadt Toronto herausgesucht. Das war schon schwieriger, eine Verfügbarkeit zu finden. Am Ende wurde ich mal wieder ab Berlin fündig. Mit Abflug am 20. Mai 25 und Rückflug am 27. Mai oder auch ein paar Tage später konnte ich eine Verbindung mit Swiss finden.
Mit 55.000 Meilen und gut 1.000 Euro Gebühren ist man dabei. Lohnt sich ein Prämienticket? Auf jeden Fall. Man spart ca. 1450 Euro gegenüber einem gekauften Ticket und erzielt somit den sehr guten Gegenwert von 26,50 Euro je 1.000 Meilen. Das kann man absolut machen. Viele von uns reisen auch gerne günstig und bequem nach Asien. Für 55.000 Meilen soll es mit der Swiss Premium Economy nach Shanghai gehen. Von München oder anderen Städten aus habe ich leider nur Verfügbarkeiten für den vollen Tarif zu 105.000 Meilen und 550 Euro Gebühren gefunden. Nicht wirklich spannend. Checken wir daher den Abflug ab Zürich. Wenn man dort in den Kalender schaut, auf dieser Strecke herrscht gähnende Leere, nichts zu finden. Gibt man dann beliebige Daten ein, findet man doch Verfügbarkeiten. Wirklich ein blöder Bug, der abzustellen ist. Mit Abflug um den 4. Mai herum und Rückflug beispielsweise am 11. Mai kann man für 55.000 Meilen und 534 Schweizer Franken in der Swiss Premium Economy abheben. Lohnt sich das? Und wie? Man spart auf das teure Ticket fast 2.900 Franken und erzielt somit den Spitzengegenwert von gut 52 Franken je 1.000 Meilen bzw. 5,2 Cent je Meile. Super! Ich hatte euch noch ein Prämienticket mit dem A380 versprochen. Für mich als Passagier das tollste Flugzeug. Glücklicherweise bewirbt Malzemol die Strecke nach Delhi. Ab München könnt ihr direkt in die indische Stadt reisen, ganz bequem an Bord des Super Jumbos. Die Verfügbarkeiten sind auf dieser Strecke wirklich sehr gut. Ihr könnt beispielsweise ab dem 15.04. hin und am 22.04.25 wieder zurück. Mit 40.000 Meilen und 539 Euro Gebühren geht ihr an Bord. Lohnt sich das Prämienticket gegenüber einem bezahlten Ticket? Ja, auf jeden Fall. Ihr spart 1.600 Euro und erzielt den Gegenwert von 40 Euro je 1.000 Meilen, bzw. 4 Cent je Meile. Das ist hervorragend. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann freue ich mich über dein Abo, deinen Daumen nach oben, deinen Kommentar und vielleicht sogar über deine Kanalmitgliedschaft. Bei mir wirst du regelmäßig über spannende Neuigkeiten bei Miles & More informiert, bekommst exklusive Hintergrundinformationen aus der Luftfahrt, kannst mit mir auf anschauliche und unaufgeregte Weise das Bordprodukt interessanter Airlines erleben und schon mal Vorfreude für deinen nächsten Flug aufbauen. Außerdem kannst du mit mir zu spannenden Zielen reisen, wo ich dir Einblicke gebe, die du nicht in den klassischen Reiseführern oder Blogs findest. Demnächst starte ich auch eine Japan-Serie und sage dir, was du auf einem Stopover in Doha so machen kannst. Wenn du so reisen willst wie ich, aber keine Zeit und Nerven für eine ausgiebige Recherche hast, dann lass dich von mir für ein faires Honorar coachen. So wie viele andere zufriedene Reisefans vor dir. Herzliche Grüße vom Meilencoach.